Heute werde ich meine persönlichen 4 Nachteile aus der Praxis besprechen, die die Mavic Air mit sich bringt, wenn man sie mit der älteren Mavic Pro vergleicht. Bleibt dran! Punkt Nummer 1, die Flugperformance. Und das ist wirklich ein Punkt, da wurde ich auf unerwartete Weise stark enttäuscht. Denn wenn man sich die technischen Daten der beiden Kopter anschaut, sollte man denken, dass die Air der Pro sogar überlegen oder zumindest mal gleich auf sind. Weit gefehlt. Auch wenn die Air im Sportmodus theoretisch 3 km/h schneller ist, fällt sie jedoch bei der Steiggeschwindigkeit, also der vertikalen Geschwindigkeit, stark zurück. Und das macht sich bei dynamischen bzw. cinematischen Aufnahmen, wo man auch ständig eine Höhenänderung hat, deutlich sichtbar. Mal ernsthaft, im Direktvergleich mit der Pro fühlt sich das Fliegen mit der Air ein bisschen so an wie mit angezogener Handbremse. Auch ist die Air ihrer Größe geschuldet etwas wackeliger. Das ist zum einen zwar auch positiv, weil man so ein etwas direkteres Steuergefühl bekommt, jedoch muss der Gimbal so auch mehr ausgleichen. Und da die maximalen Ausschläge des Gimbals aber etwas kleiner sind, stößt der Gimbal in Extremsituationen schneller an seine Grenzen, was sich mit einem Zucken in den Aufnahmen widerspiegelt. Wer sich hierfür mehr interessiert, ich habe ein ganzes Vergleichsvideo in der Flugperformance zwischen Mavic Air Pro und noch der Spark gedreht. Ich verlinke es euch nochmal hier oben. Punkt Nummer 2, Akku und Flugzeit. Aus dem technischen Datenblatt geht hervor, dass die Mavic Air mit ihren 20 Minuten Flugzeit knapp 10 Minuten kürzer in der Luft bleibt als die Mavic Pro. Das stimmt auch soweit. Doch wie sehr sich das im Alltag bemerkbar macht, hätte ich am Anfang gar nicht gedacht. Da sich die Drohnen selbst im eingeschalteten Zustand doch recht schnell auf dem Boden schon entladen, bei der Air sind es ca. 0,7% pro Minute und hierfür gibt es auch wie bei der Pro einen kleinen Lüfter drin, dass sich das Gerät nicht überhitzt und auch während des Fluges schon mit 30% Restladung ständig wieder zurückfliegen und landen wollen, verkürzt sich somit die realistische Flugzeit auf 15 Minuten. Das hat bei mir dazu geführt, dass ich immer ein wenig Stress hatte, um möglichst schnell fertig zu werden. Ist egal, ob das die Kameraeinstellungen sind oder bei Shootings die Kommunikation mit den Personen. Erst wird alles eingestellt, dann wird gestartet und alles schnell abgefilmt und erstmal wieder gelandet, um sich das Ganze anzugucken. Und das ist etwas, was ich mit der Mavic Pro lange nicht so exzessiv betrieben habe. Hier ist man erstmal gestartet, hat die Kamera schön gemütlich eingestellt und mal geguckt, ob das Framing mit den Personen passt, schon mal ein paar Mal durchfahren lassen und hat sich erstmal unterhalten, weil die fliegt nun mal einfach eine halbe Stunde und da ist das kein Problem gewesen. Um das Thema abzuhaken, bei der Air solltet ihr auf jeden Fall einen zweiten Akku einplanen, um bei etwas komplexeren Aufnahmen auch genügend Flugzeit zu haben. Punkt Nummer 3, Fernbedienung und Reichweite. Da meine letzten Argumente eher bei professioneller Anwendung von Bedeutung sind, hier noch ein Punkt bei den Controllern. Denn es gibt nicht die Möglichkeit, 2 Controller an das Fluggerät zu binden, wie das bei der Pro geht, um Aufgaben wie die Gimbal-Neigung und das Steuern des Kopters zu trennen. Auch ist es schade, dass der Controller kein Display besitzt, wie bei der Pro. Zwar benötigt man dieses nicht, wenn man sein Smartphone angeschlossen hat, sobald sich jedoch die App aufhängt oder mal wieder die Verbindung zum Sender verliert, unter Android passiert das schon mal öfter, ist es nützlich, wenn man den Flugstatus, die Akkukapazität oder auch, ob gerade noch eine Aufnahme läuft, alles über das Display noch ablesen kann. Viel diskutiert bei der Air wird ja auch immer über die Reichweite, welche in Europa mit 1,5 Kilometern angegeben ist. Das mag für die reinen Steuerungssignale vielleicht auch stimmen, der Videofeed erfährt allerdings schon nach wenigen 100 Metern eine starke Kompression und leckt ein wenig hinterher, während ab 400 Metern erste Ruckler auftreten. Das Ganze passiert in Extremsituationen, wo vielleicht Gebäude sind oder andere WLAN-Netze schon viel früher. So wird präzises Filmen zu einem Glücksspiel. Und das hat auch einen Grund. Zur Übertragung des Videofeeds wird bei der Air nur auf eine Art WLAN-Standard gesetzt, während man bei der Pro auf die hauseigene OcuSync Technology setzt, welche in den mehrere 100 € teuren Lightbridge Videoübertragungssystemen auch zum Einsatz kommen. Wie sehr euch das jetzt einschränkt, muss jeder für sich selber ausmachen, auch was Sichtweite ist oder nicht. Weil das Thema so interessant ist, werde ich auf jeden Fall noch ein Reichweiten-Testvideo machen über die Air Pro und die Spark. Abonniert gerne den Kanal. Wenn ich schon veröffentlicht habe, werde ich es hier oben verlinken. Kommen wir nun zum letzten und 4. Punkt und das ist Software bzw. die Bugs da drin.
Dieser Punkt trifft eigentlich auf jede Drohne von DJI zu. Zwangsupdates, Verbindungsprobleme, Fehlermeldungen und so weiter. Umso ärgerlicher ist es jedoch, dass sich diese Thematik mit der Air bis heute noch verschlechtert hat. Über die Verbindungsprobleme zwischen dem Sender und einem Android-Gerät habe ich sogar schon mal ein extra Video gemacht. So muss der Kompass bei mir gefühlt nach jedem 5. Flug neu kalibriert werden. Bei Minusgrad und Akkuständen unter 30% verweigerte die Air ein erneutes Abheben. Das Geosystem, welches man mittlerweile noch nicht mal mehr ausschalten kann, gibt falsche Auskunft über den Flugraum und nervt einen jedes Mal aufs Neue beim Start. Auch fehlen der Air einige Flugmodis der Pro. So gibt es keinen GPS-Follow-Me-Modus, keinen Terrain-Follow-Me, keine Wegpunkte und keinen Kurslog. Auch gibt es keine 4K-Log-Profile, sondern nur einen Cinema-like-Mode, der nicht so viele Informationen speichert, um einem in der Nachbearbeitung mehr Freiraum zu lassen. So, das war jetzt mein kleiner Rant über die 4 Nachteile der Mavic Air. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Ich habe auch noch ein Video gemacht über die 4 Vorteile der Mavic Air, findet ihr hier oben. Und schreibt mir doch auch mal in die Kommentare, was eure Vorlieben bzw. Nachteile an den Koptern sind. Wenn ihr Interesse an den im Video gezeigten Zubehörteilen habt, dann schaut auch mal in der Videobeschreibung nach, dort verlinke ich euch meine Produkte. Und damit vielen Dank fürs freundliche Zuschauen, bis zum nächsten Mal, ciao!